Guten Morgen, ihr Lieben. Wir machen heute mal ein Auswahlorakel, weil mir danach ist. Wir haben hier die zwei Buddha-Figuren, Rot und Silber. Dann gucken wir mal, was die Botschaft dahinter ist. Ich hoffe, es geht euch allen einigermaßen gut. Wir nehmen heute mal einen Glücksimpuls mit. Die Karten habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Und dann dürft ihr euch schon entscheiden. Ich lege es mal noch schöner hin. Bei mir ist es immer so, dass das dann mein Auge stört. So, sucht euch eine Seite aus. Ich nehme Silber und wir drehen einfach mal um. Ja, hier haben wir schon die Botschaften aus der ersten Reihe. Es geht darum, irgendwelche ungesunden Situationen zu verlassen. Ne? Man hängt ja immer an vielem fest und denkt, man hätte keine eigene Möglichkeit oder andere Möglichkeit, aber meistens ist es so, wenn man mit Mut irgendetwas verlässt, was einem nicht gut tut, dann öffnen sich auch neue Türen. Man braucht vielleicht ein bisschen mehr Info, hier ist das Lernen, das Studieren angezeigt, das in die Bücher gucken und genau zu wählen, auch bevor man etwas tut, genaue Infos einzuholen. Und jetzt ist hier eine berufliche Energie, die sich eine neue, erfolgreiche Richtung wendet. Es kann ja auch damit verbunden sein, beispielsweise tatsächlich den Beruf zu wechseln oder was Neues dazu zu lernen. Für alle, die noch arbeiten. Ne? Es gibt ja immer auch welche, die nicht arbeiten. Die betrifft es halt dann nicht. Ja, hier haben wir gleich zwei Dinge. Den Bären und die Schlange. Das sind spezielle Themen, die haben mit den Eltern zu tun. Das sind Verwicklungen, das sind Familienstrukturen, Verstrickungen, Umwege. Auch die Schlange verspricht jetzt zwar ein bisschen Genesung, aber die Dosis macht das Gift. Ne? Und hier geht es auch darum, im Vertrauen zu bleiben, sich aufzurichten, das tun, was man für sich selber braucht. Der Bär verspricht uns auch Schutz natürlich, ne? Und Kraft, die man braucht. Und hier liegt ein bisschen Medizin für die Situationen. Es geht auch hier darum, dass wir zu dem, was wir für richtig halten, stehen. Nicht das, was uns eingetrichtert wurde oder dass man immer aushalten muss, dass man warten muss, dass man dies, das, jenes muss. Es geht hier nur um die eigene Überzeugung, für das, was du für richtig hältst, einzustehen und das auch mit einer gewissen Konsequenz. Ne? Ich meine, wenn wir das angucken, unsere Eltern, die haben mit Sicherheit viele Wege gewählt, nur um durchzugehen, durchzubringen und so weiter. Ne? Und jetzt hast du vielleicht eine andere Idee und genau dieses System steckt in dir und hier liegt eine große Chance. Wir haben die bedingungslose Liebe dabei. Und das passt sehr gut, denn es geht darum, wenn wir uns mal nicht so entscheiden, wie es von uns erwartet wird, oder wenn wir eigene Überzeugungen einbringen, dass dann Bewertung kommt. Ne? Warum machst du das? Das hat doch keinen Sinn. Überleg dir das gut. Und hier geht es eben darum, dass man sich und andere auch so liebt, wie sie eben sind. Es gibt immer die, die dir reinquatschen oder immer die Glaubenssätze, die dagegen sprechen. Und das bedingungslos zu sein, das übe ich schon eine Weile. Und es ist,
Das ist mit einer der schwersten Aufgaben, weil der Mensch bewertet immer und ständig. Auch wenn du es nur innen drin tust, geht sowas ab in einem. Und ich komme da immer ein Stück weiter und lasse mich da auch nicht ausbremsen, trotzdem so zu sein, wie ich eben sein möchte. Und wir haben hier die unerwartete Wende. Also egal, wo du steckst oder wenn du auch denkst, hier ist Aussichtslosigkeit, hier geht nichts in eine gute Richtung, dann hast du hier eine unerwartete Situation, die in dein Leben neu kommt, die dir Türen öffnet. Wir gucken uns die andere Seite an. Wow, ihr habt schon mal wieder was Gutes. Der Wunsch erfüllt sich, den du hast. Es kommt, was du willst oder um das du gebeten hast. Dann, wir haben ja die Schwangerschaft. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich sehe die Karte immer als Zeitraum, wo etwas Neues entsteht, wo etwas auf die Welt kommt, was sich dann natürlich positiv auf dich auswirkt, wo etwas in uns gedeiht. Ein Samen, den wir ausgesät haben. Und dann habt ihr auch noch einen guten Zeitpunkt gewählt, um vorwärts zu gehen. Also es entwickelt sich etwas in eure Richtung. Ihr habt hier die Häuslichkeit, die Umgebung, das nähere Umfeld, die Familie mit dabei. Also es kann hier sein, dass viel Bewegung, Kommunikation kommt in die Dinge, die euch ja auch wichtig sind und die auch mit euer Umfeld betreffen. Es geht darum, das finde ich jetzt wieder sehr toll, weil wenn das Haus kommt, dann ist es für mich auch diese Eigenschaft, ne? Die Grenze zu ziehen, auf das Fundament, das man hat, zu bauen. Und hier geht es tatsächlich auch um Grenzen zu setzen, ne? Um dass die Zeit oder die Anforderungen, die andere an uns haben, nicht immer gerechtfertigt ist. Es geht hier um deine Dinge, um deine Wünsche und um das, was du für dich umsetzen willst. Hier wird so ein bisschen Hinweisung gegeben für Reinigung, Entgiftung von dir, deinem Umfeld. Auch wieder so ein bisschen das Ausmischen dabei. Denn hier kommt eine unerwartete emotionale Fülle auf dich zu. Möglicherweise sogar etwas, von dem du nicht mehr geglaubt hast, dass es geschieht. Etwas, was dir ermöglicht, auch für dich selbst die Liebe zu spüren, dass du wichtiger bist als alles andere, ne? Was dir natürlich auch wieder mehr emotionale Fülle bringt und dich dem Glauben an das Universum und an das Beständigsein und auf sein Fundament immer wieder zu bauen. Auf das zu gucken, was man sich schon erarbeitet hat und trotzdem noch weitere Wünsche hat. Ne? Das bleibt ja nie stehen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.